Wir sitzen am Sassandra-Fluss und warten darauf, dass die Manatees auftauchen zum Atmen. Andere Leute stürzen sich die Spiegel kaputt. Jans KTM legt sich nachts von selber schlafen, weil es geschüttet hat und der Seitenständer im Schlamm versunken ist. Und weil es hier reingeregnet hat, haben wir versucht, mit der Unterlegplane vom Zelt das Bett halbwegs trocken zu kriegen. Wir fahren jetzt Nilpferde gucken. Mal wieder, weil die sind so süß. Und Manatees haben wir auch schon gesehen heute Morgen. Ich finde, man kann alle 10 Tage mal Hippos gucken gehen. Ja, mindestens. Die sind so süß. Ja, und immer Ohren schlackern, das ist total wichtig bei denen. Und prusten, auch wichtig. Hier werden Fischreusen gebaut. Durch die Klappe hier kommt der Köder in die Reuse. Der Fisch riecht den Köder, schwimmt hier rein und kann nicht mehr raus. Das ist schon ein schönes, kleines, verschlafenes Nest, ne? Naja, mit 65.000 gar nicht so verschlafen. Ja, aber das ist ja der Großeinzugsraum. Wir haben schon ein bisschen geahnt, dass wenn wir an einem Samstag in einen Badeort fahren, dass es die günstigen Zimmer nicht mehr gibt. Morgen ziehen wir um. Heute gönnen wir uns dieses Familienzimmer.
Die Wolke da oben sieht aber auch doof aus. Solange wir ankommen, bevor die Wolken auf den Kontinent sitzen. Ich wollte schon immer mal eine Hütte am Strand mit Meerblick vom Bett aus haben. Tada! Strand war scheiße. Wir sind aus dem Paradies geflüchtet. Alle Moskitos haben meine Frau gestochen. Zum Glück, nicht mich. Abendessen, kurz eingesprüht, 7 Stiche, weil die wussten, dass ich meine Hände gewaschen habe. Dann war es super feucht. Alle unsere Sachen sind quasi mit Salzkruste. Wir haben die Nacht quasi in nasser Bettwäsche verbracht. Wir sind auf dem Weg zu einer Botschaft, um ein Visum zu bekommen, was es eigentlich offiziell gerade nicht gibt. Aber den Rückweg umso billiger macht. Wenn wir das kriegen könnten, würde uns das viel Geld sparen. Wir haben ein Einladungsschreiben. Vielleicht hilft das, die Leute da zu überzeugen, dass sie doch ein Visum ausstellen. Connected.